das nicht eine epische Einspielmusik? Ich sehe euch gar nicht. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur so ein leuchtendes Licht. Ich stelle mir einfach vor, das ist ein Raum voller Leute, so 5000 ungefähr. Schön, dass ihr alle da seid zur Ginkgo-Preisverleihung dieses Jahr durch Regen, Sturm. Aber jetzt ist das Wetter wieder schön geworden, weil wir tun hier schöne Dinge, weil wir wollen Leute glücklich machen. Und wir wollen Preise rausgeben. Und deswegen machen wir jetzt diese kleine Preisverleihung für euch. Herzlich willkommen. Danke. Ich wollte noch Danke sagen. Wir starten mit einem Danke, denn Danke an Ralf Singh. Der hat nämlich die ganzen Illustrationen dieses Jahr gemacht für uns. Also vor allem natürlich Arti, die Bildkröte, unser kleines Maskottchen, die ihr da zu dritt links nochmal seht. Danke an Ralf Singh. Es soll ja Leute geben, die überhaupt keine Ahnung haben, was der Ginkgo eigentlich ist und wofür er steht. Wir haben es euch hier nochmal aufgeschrieben. Der Ginkgo, das ist der German Inclusive Independent Comic Award und den machen wir seit 2019 jedes Jahr, jedes zweite Jahr in Erlangen meistens und jedes andere Jahr dann woanders. Und deswegen heute hier in Hamburg bei diesem coolen Festival. Vielen Dank an das Comic Festival Hamburg, dass wir das dieses Jahr hier machen dürfen. Yes, yes. Und wer sind wir? Wir sind zum einen Leute von der Comic Solidarity, das ist ein Interessensverein für Comic, für Indie-Comic, dann das feministische Comic-Netzwerk und natürlich KünstlerInnen aus der Manga-Szene und auch ganz viele andere AkteurInnen, die irgendwie im Comic-Bereich zu tun haben, zum Beispiel in der Comic-Forschung oder im Journalismus oder Leute, die vielleicht auch Comics verkaufen in irgendwelchen Läden. Also das ist ein ganz breites, buntes Bündnis und das ist ein freiwilliges Engagement. Wir werden dafür nicht bezahlt und das Preisgeld ist auch nur durch Spenden und Fördermitgliedschaften beim Comic Solidarity Verein möglich. Jedes Jahr sucht ein neues, sehr hochkompetentes Komitee die GewinnerInnen aus. Vorher natürlich auch die Shortlist. Also die müssen die hunderttausenden Einsendungen, die wir alle kriegen, muss das Komitee sichten. Nicht wir von der Orga. Wir gucken da einmal kurz drüber, ob alles okay ist, aber wirklich bewerten muss es das Komitee. Das seht ihr hier an der Wand nochmal. Vielen Dank an das Komitee, dass ihr diese Arbeit gemacht habt. Es sind auch ein paar Leute da. Zum Beispiel Kati von Petit Comedy. Katharina Hülsmann ist auch da. Also vielen Dank für eure vielen Stunden, die ihr da reingesteckt habt. Ich weiß, das ist nicht so einfach gewesen. Genau. In welchen Kategorien vergeben wir heute den Ginkgo Award? Das ist ja auch eigentlich so, dass wir das jedes Jahr dem Komitee offen lassen, neue Kategorien sich auszudenken. Dieses Jahr sind es die Kategorien Einzelband, Kurzcomic, fortlaufende Serie, Manga Spotlight, Zine und ein Herzenscomic geworden. Die Hauptkategorien sind die ersten 5 und dann das Herzenscomic ist sowas wie eine lobende Erwähnung, aber lobende Erwähnung klingt so steif und so alt, deswegen Herzenscomic ist das, was uns im Herzen berührt hat und da haben wir heute auch einen dabei. Und genau, insgesamt vergeben wir 1.500 € heute, also in den Hauptpreiskategorien 300 € und eine von diesen wunderbaren Trophäen. Das ist mit Pflänzchen drin. Und der Herzenscomic kriegt zwar kein Geld, aber Fame. Ist auch cool. Genau. Und ich glaube, damit kommen wir doch schon in die erste Kategorie, wenn ich mich nicht irre. Die Nominierten in der Kategorie Einzelband nämlich. Das muss ich jetzt kurz ablesen, das habe ich mir nicht auswendig gemerkt. Und zwar ist das... Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, die Leute haben sich bei ihren Titeln gedacht, wie kann ich es einer Moderatorin sehr schwer machen, diese Titel vorzulesen. Aglerka müsste das sein, von Michelle Fischels. Meute von Noel Kröger. Hacken Porsche von Melanie Lüttke. Zeta und Mordio von Jens Kornils. Und Schläfrige Schlangen von Jara Jacobs. Das sind die Nominierten. Einmal kurz Applaus für alle, die es in die Shortlist geschafft haben. Ist ja auch schon was wert. Und gewonnen hat Anglecker von Michelle Fischels. Herzlichen Glückwunsch! Komm doch gerne nach vorne. Hallo, sie ist da. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Hier ist dein toller Preisgutschein. Hier ist deine Trophäe. Und wenn du wieder zurückkommst zu mir, kannst du noch was sagen? Möchtest du was sagen zu deinen Fans? Also,
vielen lieben Dank, dass der Comic gewählt wurde. Das ist super toll. Ich freue mich total und bin sehr aufgeregt. Zu Recht. Wir haben auch von der Jury natürlich eine kleine Laudatio und Erklärung, warum dieses Comic das beste Comic ist, das sie jemals gelesen haben. Moin, hier ist Maurice von Tiny Roar. Ich kann heute leider nicht bei euch in Hamburg sein, denn ich bin leider in Tokio. Weirder Brag, aber es geht auch nicht um mich, sondern um euch und um eure tollen Comics. Und deswegen geht's jetzt ab zu dem nächsten Gewinner oder der nächsten Gewinnerin. Bitte verzeiht mir, wenn ich den Titel des Comics wahrscheinlich nicht richtig aussprechen werde. Ich habe viel gegoogelt und geübt und habe es trotzdem nicht hingekriegt. Ja, bitte nicht wütend sein. Gewonnen hat Agracia von Michael Fischels. Und es ist nicht nur unser One-Shot-Comic des Jahres, sondern eines dieser Werke, welches einen mit einer frechen Leichtigkeit in eine völlig neue Welt entführt. Durch seinen eleganten, fließenden Zeichenstil, der die Panelgrenzen verschwimmen lässt und die ebenso Hand in Hand gehenden Dialoge, ist man mit dieser Geschichte schneller durch, als einem eigentlich lieb ist. Ist das Ende ein Cliffhanger oder vielleicht sogar das perfekte Ende für eine Geschichte voller Geheimnisse, Monsterjäger, verwunschene Kinder und mutige Mädchen? Ich persönlich frage mich nur, wo bleibt der Netflix-Deal? Wann folgt ein Point-and-Click-Adventure? Egal in welcher Form. Wir wollen mehr von dieser Welt und ihren Figuren erfahren. Und ist es nicht das tragisch Schöne an guten One-Shots? Wir bekommen nur einen kleinen Einblick. Und wenn er so gut ist wie bei Agracia, wollen wir mehr und mehr. Immer mehr. Es bleibt bei diesem einem verbotenen Anblick. Und irgendwie ist das auch schön. Vielen Dank und weiter so. Das ist ein Applaus. Danke dir. Du kannst dich zwischenzeitlich wieder setzen. Ihr wisst ja jetzt, wie die Autorin aussieht. Geht einfach danach hin und fragt nach, wo kann ich dieses Comic haben? Wie kann ich dich mit Geld bewerfen? Und wann kommt der Netflix-Deal? Okay. Oder zumindest vielleicht eine Fortsetzung oder was Ähnliches. Muss ja nicht gleich so groß sein. Wir kommen zur zweiten Kategorie. Das ist der Kategorie Kurzcomic, der nicht minder spannende Shortlist produziert hat. Das ist einmal Zusammenleben von Mandy Jensen. Das ist wieder so ein Titel, den ich nicht so richtig weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Ich versuch's. Ozyte von David Filecki. Das ist Ockerns Dagger Tod der Jugend von Liz Beitler. Das ist Jarilo von Narore und Waterme von Louis Meyerhofer. So, das sind die Nominierten. Auch nochmal einen Applaus dafür. Das ist auch schon ein Achievement, sich durchzusetzen zwischen so vielen tollen Einreichungen. Und gewonnen hat Ozyte von David Filecki. Herzlichen Glückwunsch! Ich sehe, da kommt was nach vorne. Und es ist nicht nur ein was, es ist zwei was. Ja, super. Das ist auch sehr passend, glaube ich, dass ihr zu zweit seid, ne? Okay, dann spielen wir erstmal kurz die Laudatio ab. Hallo, ich schon wieder und gemeinsam mit Tanja verraten wir euch jetzt, was der Shortcomic des Jahres 2025 ist. Das ist Oocyte. In Oocyte beschreibt David Filecki eine Reise, die mit Worten selbst nicht zu beschreiben ist. Ein langer, unerfüllter Wunsch, ein ständiges Auf und Ab zwischen Hoffen, Bangen und Enttäuschung. Diese Achterbahn der Emotionen durchlebt der Leser ebenfalls in diesem Kurzcomic. Durch das geschickte Storytelling wird erst mit dem letzten Panel so wirklich klar, welche Reise wir hier begleiten durften. Und das trifft dann auch umso stärker direkt ins Herz. Oocyte ist eine wunderschön gezeichnete Geschichte über die großen Wunder des Lebens und damit zu Recht ausgezeichnet mit dem Ginkgo Award in der Kategorie Kurzcomic. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier ist einmal eure.
Arti, und wenn du etwas dazu sagen möchtest, warum vielleicht ihr auch zu zweiter seid, komm noch ein bisschen näher, ich habe nicht so langes Kabel. Dankeschön. Ja, also vielen, vielen Dank auch an die Jury und vor allem, dass ich endlich mal diesen Preis auch habe, weil ich glaube, wird sich meine Frau sehr drüber freuen. Meist, wenn ich so einen Preis gewinne, da muss ich irgendwie was Drolliges erzählen. Das passt hier diesmal nicht so gut. Also wer es vielleicht schon gelesen hat, es ist ein Thema, was uns lange beschäftigt hat. Und Thema Kinderwunschbehandlung, das hat uns 6 Jahre lang beschäftigt. Meine Frau ist mit da und man sieht, das hat auch wohin geführt, aber diese 6 Jahre, das war halt schon ein tiefes Loch und es passte irgendwie ganz gut, dass es jetzt dieses 10-seitige, sehr kurze, runtergedampfte, metaphorische Werk ist, was diesen Preis gewinnt und nicht wie sonst meine 500 Seiten Abhandlung. Vielleicht muss ich mir da mal Gedanken machen. Und ja, ich widme das auch wirklich meiner Frau, die heute mal mitgekommen ist, sonst kehrt die immer diesen ganzen Comic-Sachen in den Rücken, das interessiert die nicht so, aber auch jetzt, dass sie wieder hier sich opfert dafür. Und ich glaube, darum geht's halt auch in dem Comic. Wer es mal lesen möchte, den gibt's auch auf Instagram. Ich habe ihn diese Woche nochmal da hochgeladen, gratis. Sind nur 10 Seiten, es hat keinen Text, also auch sehr inklusiv. Guckt's euch mal an. Und ja, meine Frau hat da wirklich viel durchgemacht, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Als Mann steht man da immer nur so daneben und kann nicht viel machen und jedes Panel hat da wirklich auch irgendwie eine Bedeutung, dass da der Fuchs von Mücken zerstochen wird und diese lange Ödnis, durch die Frau da wandert. Also das ist, hat wirklich alles nochmal eine Bedeutung und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das zeichnen konnte. Es muss halt erstmal von der Seele runter. Und wie gesagt, als Mann, du hast da relativ wenig zu tun bei diesem Prozess. Du musst da am Anfang halt mal so ein bisschen Erbmasse in so ein altes Gurkenglas rein machen und es war für mich schon schlimm, aber und es hat sich dann so lang gezogen. Meine Frau musste dann 2-mal in der Woche teilweise ohne das Messer. Das war nochmal ein ganz anderes Level. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, ne, dass du diesen Spaß auf dich genommen hast mit mir. Am Ende gibt's einen Blumentopf, also es hat sich ja doch noch gelohnt. Yeah. Und auch nochmal danke an alle Mitnominierten. Ich freue mich schon, das alles zu lesen. Vielen, vielen Dank euch. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Comic. Für alle kann ich nur empfehlen. Und wir machen weiter mit fortlaufender Serie. Die Nominierten sind Miles und Sally von Thilo Krapp, Collars von Kageshimi, Solonacea von Dark Chibi Shadow und The Clockwork Case von Alina Schmidt. Ganz rechts haben wir es dabei. Das sind die Nominierten. Ja. Ich bin auch ganz gespannt, wer da jetzt wohl gewinnt. Ich weiß es leider schon. Aber trotzdem, der Gewinner ist Thilo Krapp mit Miles and Sally. Herzlichen Glückwunsch. Dann die Laudatio. Hallo, ich bin Tanja und ich kann heute leider nicht persönlich dabei sein. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, aber ich freue mich dennoch, euch den Langcomic des Jahres vorstellen zu dürfen. In Miles and Sally nimmt uns Autor Thilo Krapp mit auf eine Reise, in der eine Handvoll Auserwählter der Zerstörung der Welt entkommen und in einem Raumschiff auf dem Weg zu einer neuen Heimat sind. Als aufgrund eines Notfalls die KI den Piloten Miles Brackle unerwartet aus dem Kryoschlaf holt, ist dieser nicht minder überrascht, dass sein Co-Pilot nicht der ist, den er erwartet hatte. Und so darf der Leser Miles und seinen blinden Passagier Sally dabei begleiten, wie diese den widrigen Alltag auf dem Raumschiff meistern und nicht nur Schritt für Schritt mehr zueinander finden, sondern auch Neues über sich selbst herausfinden. Miles und Sally berührt es ein dichtes und spannendes Kammerspiel, das sie von Seite 1 an in seinen Bann zieht. Das bemerkenswerte Storytelling trifft genau das richtige Tempo und wirft diverse wichtige Themen auf, mit denen die Protagonisten lernen müssen, umzugehen. Die berauschenden und atmosphärischen Zeichnungen von Thilo Krapp erinnern an Science-Fiction-Klassiker und geben der bedrückenden Leere des Raumschiffs genug Raum. Und so wird der Leser immer weiter in die Umlaufbahn dieses spannenden Langcomics gezogen, bei dem am Ende das Verlangen nach mehr steht. Daher herzlichen Glückwunsch! Und hier sehen wir ein paar Beispielseiten aus Thilos Werk. Hallo, liebe Grüße aus Berlin. Was soll ich sagen? Ich bin
total von den Socken, dass ihr Miles und Sally auszeichnet und freue mich wirklich sehr, sehr darüber. Ist für mich eine große Ehre und gibt mir auch Motivation und Schub, an der Geschichte weiterzuarbeiten natürlich. Und ich kann heute leider nicht da sein. Es wäre von mir ein großes Ziel gewesen, auch mal auf das Comic Festival Hamburg zu gehen und auch bei der Verleihung natürlich dabei zu sein. Aber ich feiere genau heute wirklich einen runden Geburtstag mit meiner ganzen Familie und kann wirklich genau zur Verleihung leider nicht da sein. Es tut mir sehr leid, aber ich grüße alle sehr herzlich und meinen großen Dank nochmal an die Jury und euch viel Spaß auf dem Comic Festival Hamburg. Also doppelt herzlichen Glückwunsch an Thilo Krapp. Ja, und weil wir gesagt haben von Anfang an, Mangas sind uns auch wichtig, weil sie Teil der deutschen Indie-Szene sind, und zwar einen großen Teil der deutschen Indie-Szene abbilden. Und deswegen haben wir auch angefangen, nachdem wir am Anfang gedacht haben, die setzen sich durch ihre Qualität sowieso durch, hat sich dann nicht immer so bestätigt, nicht wegen der Qualität, sondern weil es vielleicht auch einfach zu viele andere gab. Und wir wollten aber trotzdem, dass die Mangas hier ausgezeichnet werden. Deswegen haben wir ein Manga-Spotlight. Und die Nominierten in diesem Manga-Spotlight sind Sturm ist erst Band 4 von Mandy Jensen, vom Anfang 6 Morgengrauen von Caroline Reich, Black Horder von Cloverloy, Love Melodies von Kasatama. Kann meine eigene Schrift nicht lesen, das ist sehr gut gemacht, habe ich sehr gut vorbereitet. Und Lolina Better Flowers von Sina Rieger, aka Rosenose, und Cataract von Senta Gierig sind die 6 Nominierten im Manga-Spotlight. Und gewonnen hat Sturm ist erst Band 4 von Mandy Jensen! Woohoo! Ja, danke dir. Willst du erst mal kurz was sagen? Ja, oh mein Gott, ich bin sehr schlecht mit Worten, auch wenn andere Leute was anderes behaupten würden. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeregt und zittere. Und ich bin schlecht mit Worten, deswegen zeichne ich Comics und kann eher so mit Bildern kommunizieren. Aber gut, irgendwie habe ich ja auch Text dazu geschrieben. Und ich freue mich so, dass dieses Projekt jetzt was gewinnt und irgendwie mal also was heißt gesehen wird. Ich habe schon meine Fanbase, das kann ich ja gar nicht leugnen. Die Leute kommen ja zu mir und geben mir so liebes Feedback zu dieser Reihe. Und es ist jetzt schon Band 4, es werden noch ein paar mehr. Die Selbstgeißelung, naja. Und ich weiß nicht, ich war damals schon mit Band 1 nominiert und das hat mich schon so wahnsinnig gefreut. Hab da leider nicht abgeräumt, was willst du machen? Aber Band 4 ist jetzt gerade auch, das war für mich so eine Achterbahnfahrt, weil der war sehr emotional. Ich habe da sehr viel persönliche Dinge verarbeitet, zum Beispiel auch den Tod eines Haustieres, ich spoiler, sorry. Und das war irgendwie so ein Ding, also beim Storyboarden musste ich immer wieder abbrechen, weil ich so geweint habe dabei, weil es auch noch sehr, sehr nah war und ich so, oh Gott, nein, kann ich das wirklich machen? Aber es ist eine Slice-of-Life-Geschichte und da spielt das Leben halt mal so rein und da passieren halt auch beschissene Sachen, muss man halt so sagen. Und gerade bei dem Projekt war ich sehr am Zweifeln, sehr, sehr so indifferent. Ich wusste nicht, kommt das an? Wollen die Leute es noch lesen? Es ist schon Band 4. Gerade in so einer fortlaufenden Reihe. Interessiert das da noch jemand? Ist denen das zu langweilig? Ist das zu doof? Ich weiß es nicht. Und hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie nicht so viel Feedback kam. Man hatte das Gefühl, ja, habe ich gekauft, nett. Ach so, aber ist nett jetzt gut? Oder ist das die kleine Schwester von? Ich weiß es nicht. Und das ist jetzt nochmal so eine kleine Bestätigung, dass das doch gut ist. Und, oh, Dankeschön. Und dass ich jetzt fröhlich frisch weitermachen kann. Oh, mal gucken, wie das noch wird. Geplant sind 7 Bände, kann ich schon mal verraten. Mein Mitbewohner hasst es, aber nun ist I'm so sorry. Und ja, ich danke vor allem auch wirklich allen, die mich unterstützen und am Ball bleiben und die Charaktere auch so lieben, wie ich sie liebe, weil die haben mir durch schwere Zeiten geholfen. Und ja, vielen lieben Dank an alle, das ist ganz toll. Danke dir. Und jetzt hören wir noch eine Laudatio dazu, diesmal vor Ort. Dankeschön. Okay.
Sturm ist erst ist die Geschichte der Studenten Jonas und Fritjof und ihrem liebenswerten Freundeskreis vor der Atmosphäre einer nördlichen Hafenstadt. Es erzählt von einer innigen Freundschaft, aus der sich eine einseitige Liebe entwickelt. Im Band 4 wird sich Jonas seine Gefühle bewusst und sie verleitet ihm, etwas zu wagen. Aber Mandy Jensen hat verstanden, warum wir Manga lieben und das Geheimnis des Manga-Zeichens entschlüsselt. Und ja, ich habe gelächelt und eine Menge Herzklopfen bekommen. Sie weiß ganz genau, wie sie uns mit ihrem warmen und harmonischen Stil, der durch die gekonnte, lässigen Schattierungen nur noch unterstrichen wird, verzaubern kann. Mandy erlaubt uns, in die intimsten Gefühle ihrer Figuren einzutauchen, die wir unbedingt noch lange im Herzen behalten wollen. Dankeschön. Und wir kommen zur letzten Hauptkategorie, die Kategorie Scene. Ich glaube, die hatten wir so noch nicht. Es gab immer mal Scenes, die auch irgendwie bei Kurzcomic oder so mit dran, aber eine explizite Scene-Kategorie ist also eine Premiere heute. Und da sind 4 in die Shortlist-Nominierung reingekommen. Das ist einmal Quiet Riot vom feministischen Comic-Netzwerk gemacht. Das ist einmal Sonder, Volume 4 Glück. Und dann The Vinegar Mother, das ist das hier, von Nikki Smith. Und dann Silence 1 und 2, Sci-Fi und Horror. Das liest man quasi von vorne und hinten und hat keinen Text. Das sind die Nominierten im Bereich Scene. Sehr gut, sehr gut. Und gewonnen hat Silence 1 und 2, Sci-Fi und Horror von und mit Nikolai Solovyov, Isago Fukada, Audrey Lefebvre, Frieda Kühner, Bruno Giovanni, Wilbert van der Steen sowie Nathalie Heinrich und Paurik Wink. Und hier hat jemand schon den Weg begangen. Hi. Hi. Hier kriegst du erstmal vielen Dank. Und deine Trophäe. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wohlverdient. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank nochmal. Ich stehe hier für alle Künstlerinnen, die bei dem Projekt beteiligt waren. Ich bin nur ein Verleger, so sagt man das auf Deutsch. Aber ich bin super stolz auf dieses Buch und das ist ein Zeichen dafür, dass es immer noch Platz für experimentelle Comics in Deutschland gibt. Das Buch ist komplett ohne Wörter. Wir wollten damit mehr Leute erreichen, abgesehen davon, welche Sprache sie sprechen. Und ich denke, dass es super wichtig in diesen Zeiten ist, wenn wir so viele verschiedene Meinungen haben und viele Leute verstehen sich nicht gegenseitig. Und manchmal ist es besser, einfach nichts zu sagen und einfach mit einem Bild sprechen. Ja? So denke ich. Also nochmal vielen lieben Dank und das bedeutet uns sehr viel. Sehr gerne. Und jetzt hören wir noch eine Laudatio. In der Kategorie Scene hat sich die Ginkgo-Jury entschieden, Silence, herausgebracht im Berliner Moon Verlag von Lukas Meicher, auszuzeichnen. 6 unterschiedliche Sci-Fi- und Horror-Comics überzeugen durch einfühlsame Geschichten und eine eindrucksvolle Bildsprache, die keiner Sprechblasen und Texte bedarf. Silence, die Stille, ist die große Stärke dieser Anthologie. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, dass spannende, berührende und unheimliche Erzählungen keiner großen Worte bedürfen. Die künstlerische Leistung der Arbeiten ist jedoch alles andere als still oder schweigsam. Jeder einzelnen Comic-Künstlerin, die zu diesem Band beigetragen hat, gelingt es, auf nur wenigen Seiten Verletzlichkeit, Verzweiflung, Liebe, Lust und Hoffnung im ganz eigenen Stil grafisch darzustellen und den queeren Charakteren eine Stimme zu geben. Die Geschichten der aus den Niederlanden, Deutschland und Großbritannien stammenden KünstlerInnen Nikolai Solovyov, Isago Fukada, Audrey Lefebvre, Frieda Kunert, Bruno Giannori und Wilbert van der Steen werden von den einprägsamen Koffergestaltungen von Nathalie Heinrich, Sci-Fi, und Paul Wink, Horror, eingerahmt. Alle KünstlerInnen spielen gekonnt mit den Merkmalen des jeweiligen Genres. Dystopische Landschaften, futuristische Technologien, Raumfahrt, Ekel, Body-Horror, verwunschene Schlösser und groteske Monster. Der Verzicht auf Text in Silence bedeutet das Überwinden von Sprachbarrieren
und eröffnet die wunderbare Möglichkeit einer internationalen Leserschaft. Silence stellt auf eindrückliche Weise die Stärke des Mediums Comic dar, indem die Bildsprache zur Lingua Franca wird. Damit wird diese Anthologie dem Motto des Verlags Queer Comics for Everyone mehr als gerecht. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für diese schöne Laudatio. Soweit ich weiß, gibt es auch schon Fortsetzungen mit anderen Themen. Also wer das gelesen hat und noch mehr will, kann natürlich auch nachlegen. Und das waren jetzt die Hauptkategorien, aber ich habe ja gesagt, das Herz macht mit. Deswegen kommt jetzt noch von allen Einsendungen und Nominierten hat das Preiskomitee noch einen Herzenscomic ausgewählt, der sie besonders berührt hat. Der ist Meute von Noel Kröger. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du etwas sagen? Ja, gerne. Ich bin einfach super gerührt, einfach weil, ja, eigentlich hat Mandy schon ganz viel gesagt, wie ich mich voll anschließen kann. So, man schickt es so in den Raum und hofft, dass sowas zurückkommt. Und ich habe das Gefühl, gerade der Ginkgo ist irgendwie so ein warmer, herzlicher Ort geworden, wo so ganz viele verschiedene Comic-Bubbles zusammenkommen. Und da zu sehen, dass man da auch gehört wird und dass sowas zurückkommt, das gibt einem die Kraft, irgendwie weiterzumachen. Also es klingt so dramatisch, aber halt weiter Comics zu machen. Von daher vielen, vielen Dank. Und danke an die Jury. Danke dir. Ein paar Probeseiten. Noel Kröger erzählt in Meute eine Allegorie darüber, wie eine Gesellschaft mit Vielfalt umgeht. Gewaltsame Abgrenzung, wissenschaftliche Erforschung, Solidarität oder vollkommene Akzeptanz und Integration. Kröger verdeutlicht über die Metapher der Werwölfe, dass die Akzeptanz von Menschen mit diverser Genderidentität nicht über Unterdrückung und Anpassung an binäre Normen geschehen kann, sondern dass die Gesellschaft sich öffnen muss und ihre Normen hinterfragen muss. Krögers Graphic Novel ist bereits durch dieses vielschichtige Storytelling und das relevante gesellschaftliche Thema als ein wichtiger Comic in Anführungszeichen anzusehen. Aber auch auf zeichnerischer Ebene ist Meute vielseitig und beeindruckend konstruiert. Die Kombination der Verwendung von wiederkehrenden Farbthemen und eine wechselnde Linienführung, die zwischen wild, lebendig, sanft und witzig hin und her schweift, transportiert die Atmosphäre intuitiv. Meute ist rundum stimmig und verdient deswegen die Auszeichnung als Herzenscomic. Danke. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an alle, die heute einen Preis bekommen haben. Ihr könnt gleich nochmal alle nach vorne kommen und das Komitee, dann machen wir nochmal ein kleines Foto zusammen. Das war es jetzt für dieses Jahr, aber nächstes Jahr geht's ja weiter. Und nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich wieder auf dem Comic-Salon Erlangen. Und deswegen im Frühjahrbereich die Titel einreichen. Ihr könnt alles einreichen, was ihr dieses Jahr produziert habt. Findet ihr die ganzen Infos auf der Website. Es ist ganz einfach. Einfach nur auf die Website gehen und auf Einreichen klicken. Und dann reicht ihr das ein und dann ist das eingereicht. Also es ist wirklich nicht schwer. Und bei uns geht auch alles digital. Ihr müsst also nicht eure 500 Seiten Comics irgendwo per Post hinschicken. Genau, und wenn ihr es gar nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Newsletter abonnieren, folgt uns auf den Socials natürlich und tretet der Comic Solidarity am besten noch bei. Die freut sich auch über alle neuen Leute. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute alle da wart und ich wünsche euch noch ein ganz tolles restliches Festival. Kommt doch mal alle nach vorne, die was gewonnen haben und das Komitee und alle. Kommt nach vorne, kommt nach vorne.